Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Die nächsten Patch Notes sind da für das neue UI-Overlay, was wir hier so zu Gesicht bekommen. Und es wurde auch gleichermaßen auf den nächsten Wunsch der Community eingegangen, und zwar die Anordnung der Icons in der Kompakt-Version, und zwar deren Wertigkeit zugehörend, sag ich mal, von links nach rechts geordnet, angefangen zum Beispiel mit dem Schrankraum mit der Alu-Klicken, dass das ganz links ist und jetzt zum Beispiel nicht das Klo. Ja, ich werde euch mal ganz kurz hier noch die News zeigen. Infos zum Urlaubsmodus gibt es auch und Changelog für Version 22.0. Wir geben bekannt, dass die Veröffentlichung des Urlaubsmodus bis auf weiteres verschoben ist. Dementsprechend wir die Informationen dazu in der Unterwelt aus dem Infofenster entfernt. Dementsprechend wird, wahrscheinlich sollte ich hier stehen. Ja, genau, so sieht das aus. Ansonsten die Anpassung an UI, Standard- und Kompakt-Menü basierend auf dem Umfrageergebnis wurde die Reihenfolge der Menü-Icons dahingehend geändert, dass die Anordnung wieder der Wichtigkeit der zugeordneten Features von links nach rechts entspricht. Browser, Steam und Mobile Landscape Modus, Schrankraum. Es wird nun beim erstmaligen Betreten des Schrankraums während einer Spielsitzung ein Pop-up angezeigt, welches darauf hinweist, dass man in den Einstellungen zwischen Expedition und den klassischen Abenteuern wechseln kann, wer das natürlich noch möchte. Ja, mich würde mal sehr interessieren, spielt ihr noch mit der normalen Abenteuerlust oder habt ihr komplett jetzt auf Expedition umgeswitcht? Wäre vielleicht auch nochmal eine Umfrage wert, denke ich mal. Aber ich denke, dass die meisten auch bei der Expedition bleiben werden. Und falls jemand von euch die klassischen Abenteuer bevorzugt, dann würde mich mal sehr gerne interessieren, warum ihr euch noch für diese Art zu questen entscheidet. Da hätte ich mal ganz gern die Begründung für ansonsten. Ja, behobene Fehler, das Pop-up, das einen über die Möglichkeiten informiert, in den Settings zwischen verschiedenen Menü-Layouts wählen zu können, erscheint nun auch, wenn man nur lokale Charaktere nicht mit SF-Account verbunden besitzt und die Charakterauswahl zuvor noch nicht geöffnet wurde. Dungeons, wenn man die ersten Expeditionen während des Tutorials spielt, kann es in den seltenen Fällen dazu führen, dass der Client crasht, wenn man währenddessen die Dungeons betritt. Dieser Fehler wurde behoben. Ja, ansonsten noch was Kleines für die Mobile-App hier, ne, könnt ihr euch auch sehr gerne durchlesen, falls euch das interessiert. Ist jetzt nichts Dickes. Ich sag mal, die größten Änderungen sind jetzt erstmal so natürlich für diese Woche. Nächste Woche kommt wahrscheinlich dann wieder das nächste Update, denke ich mal. Jetzt wird ja peu à peu immer ein bisschen was rausgehauen und verbessert. Und für diese Woche ist es halt eben die Änderung der Anpassung von der Reihenfolge der Icons halt eben. Das haben sich viele gewünscht. Und der Urlaubsmodus wurde auf weiteres jetzt auch erstmal verschoben. Wir hatten hier, glaube ich, in der Unterwelt hatten wir hier schon was zu stehen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, bisher war hier noch nichts gewesen, oder? Ich meine, wir sind hier schon auf F9. Na gut, aber hier wurde der Fix anscheinend auch noch nicht drauf gespielt. Kann sein, jetzt während das Video jetzt hier rauskommt, dass das bereits schon passiert ist. Das kann ich jetzt nicht ganz sagen, weil ich das jetzt hier gerade auch mitten in der Nacht aufnehme. Kann sein, dass die Änderungen tatsächlich auch schon live sind. Ne? Dann wisst ihr dahingehend natürlich jetzt auch schon Bescheid. Aber der Urlaubsmodus, das war ja eins der Features, die ich persönlich nicht so gefeiert habe in der Vergangenheit, die jetzt hier in Zukunft uns noch erwarten werden. Und das wurde jetzt erstmal verschoben, weil wegen ist nicht. Ermöglicht die Nutzung des Urlaubsmodus. Stimmt, okay, hier steht es. Ich hatte jetzt gerade nicht gelesen gehabt, aber ich glaube, dieser Satz, das war das damit gemeint, dass das erstmal hier noch rausgenommen wird aus dem Infofenster, diese Information zwecks des Urlaubsmodus. Ja, mal schauen, wann es kommt. Mich persönlich, muss ich sagen, betrifft es jetzt nicht so wirklich. Also ich werde, auch wenn ich im Urlaub bin, werde ich trotzdem meine Accounts per Hand spielen, weil ich dann doch das dann schon ganz gerne
habe, dass ich dann auch wirklich darüber entscheide, okay, was mache ich hier jetzt mit meiner Alu und was mache ich jetzt hier mit den Kämpfen. Also es wird halt alles automatisch so für einen entschieden. Ich bin da jetzt nicht so der größte Freund von, muss ich sagen. Ne? Es erleichtert natürlich auch einigen Spielern um so einiges. Ich weiß halt nur damals, als man noch davon gemunkelt hatte, oder ich sag mal so diskutiert hatte, boah, so ein Urlaubsmodus wäre für Shakes geil. Da kam es halt, hat das auf relativ viel Gegenwind ist das da gestoßen, so, ne? Und das ist so das, woran ich mich noch so dran noch erinnern kann. Ich fand es auch nicht so geil. Allerdings, ja, fanden es jetzt in der kürzlichen Vergangenheit viele gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Würde mich auch sehr gerne eure Meinung dazu natürlich interessieren, warum ihr das so seht, auf jeden Fall. Es ist natürlich auch nicht für jeden was, das muss man dazu sagen, weil ich glaube, man bezahlt pro Tag, was waren das, 75 Pilze oder so, um ja, alles machen zu lassen, soweit ich weiß, was es so gibt. Ich meine, das Geile ist natürlich auch, dass der einen so auch für muss man gucken, muss man schauen, was man nachher wirklich damit machen kann und was nicht. Auch so für Gildenkämpfe und sowas anmeldet, so, ne? Das ist schon sehr geil. Ich weiß nicht, wie das sein wird, wenn es jetzt irgendwelche Features hier gibt, wie zum Beispiel so den Elevator. Der wird wahrscheinlich davon nicht gespielt werden, genauso wenig wie der Legendary Dungeon. Das sind so Sachen, die muss man dann nachher erst noch rausfinden, wenn es dann soweit ist und das Feature dann auch da ist, ne? Weil das wirft natürlich gerechtfertigterweise erstmal noch Fragen auf, was jetzt halt eben nun damit speziell alles soweit möglich ist. Aber ich denke mal, wenn es dann soweit ist, werden wir da wahrscheinlich auch nochmal so eine Art Anleitung oder sowas an die Hand bekommen, ne? Damit man sieht, okay, das macht er jetzt, das macht er nicht, so und so ist der Preis, das kostet es dich, wenn du es jetzt so aktiv nutzen willst, und das ist so der Vorteil davon. Das sind vielleicht auch die Nachteile davon. Ich hoffe, es gibt da halt auch eine bestimmte Art von Nachteil, die man dadurch bekommt, sag ich mal, weil jetzt nun alles mit Pilzen aufzuwiegen und den Account komplett AFK spielen zu lassen, finde ich tatsächlich, muss ich sagen, finde ich auch nicht so geil irgendwie. Also würde ich jetzt nicht so cool finden. Auch wenn, klar, wenn man dadurch Unmengen an Pilze jetzt verbrauchen würde, aber so, ich sag mal so Superreiche, die halt eben so, keine Ahnung, denen das egal ist, denen macht das wahrscheinlich dann auch nichts aus, da pro Tag 75 Pilze auszugeben und dann ihren Account AFK spielen zu lassen. So, ne? Also dann kann man auch wirklich gleich irgendwie so sagen, oh nö, ich spiele hier irgendwie mit illegalen Hilfsmitteln oder so. Ne? Deswegen, fand ich diesen Modus, sag ich mal, jetzt auch nicht unbedingt cool, weil ich bin halt ein Befürworter davon, wo man sagt, okay, in gewissen Lebensabschnitten im Real Life trennt sich halt eben die Spreu vom Weizen, wo halt eben so, keine Ahnung, Leute auf der Strecke bleiben, die halt eben im Urlaub natürlich auch logischerweise nichts machen wollen, so, nichts mit Shakes zu tun haben wollen, weil sie natürlich ihren Urlaub genießen wollen, so, ne? Und Shakes ist ja für viele von uns ja mittlerweile so, ich sag mal so Alltag, gehört mit dazu, und im Urlaub, sag ich mal, braucht man es jetzt nicht so unbedingt. Ne? Dafür ist natürlich ein Urlaubsmodus geil. Aber genau in solchen Phasen trennt sich halt eben die Spreu vom Weizen. Wo halt eben die Leute, die im Urlaub sind, trotzdem noch reinhasseln und weiterhin Gas geben. Und andere, die vielleicht dann auch irgendwann früher oder später mal Urlaub dann machen, ne? Dann vielleicht zu sagen, ich verzichte mal hier 10 Tage. Und da muss man halt eben in Kauf nehmen, dass man ein paar Skillpunkte, ein paar Stats gegenüber einem anderen Spieler verliert. So, ne? Und das fand ich halt immer so das Besondere an Shakes and Fidget. Du musst halt eben die Ausdauer haben und immer am Ball bleiben, damit du auch irgendwann eines Tages wirklich sehr weit oben stehen kannst. Ne? Und das greift jetzt quasi dem etwas fauleren Spieler somit so ein bisschen unter die Arme, sag ich mal. Ne? Also es ist ein kontroverses Thema, das ist so meine Sichtweise darauf. Kann sein, dass ich damit ein paar Anhänger habe, also die mir da zustimmen irgendwie, die sagen, hast du recht, kann aber auch sein, dass da wahrscheinlich dann auch ein paar Leute sagen so, nö, finde ich jetzt nicht so, ich sehe das eigentlich anders als du. Beides kann ich komplett nachvollziehen und ist auch komplett in Ordnung für mich. Deswegen,
ich sag mal, das Internet ist groß, ne? Da kann nicht jeder dieselbe Meinung teilen, aber so sehe ich es halt persönlich, ne? Und ja, wie gesagt, es kostet halt viele Pilze, es werden wahrscheinlich nicht viele machen, außer halt eben bei denen es halt egal ist, sag ich mal so, ne? Aber wie gesagt, schreibt mir da auch sehr gerne mal die Meinung dazu in die Kommentare, würde mich natürlich auch sehr gerne interessieren, ne? Aber mal schauen, wenn es erstmal soweit ist, wie es dann aussieht, was es macht, was es kann und was es dann halt auch bringt am Ende des Tages, ne? Ja, das war es soweit von mir. Ich hoffe, ihr konntet mit dem kleinen Infovideo ein bisschen was anfangen. Ja, falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.